Servus. Der Rudi steht schon bereit und er wird heute erweitert. Deswegen steht auch die Leiter schon da, weil er kriegt nämlich heute einen Dachträger. Genau, nachdem wir letztens den Keller vom Rudi ausgebaut haben, ist diesmal der Dachboden dran. Wir bauen den Dachträger aus Airline-Schienen, Stahlwinkeln und Aluprofilen. Watch the clock ticking off the wall, but tonight I'm letting it go. Spend my coin for sure. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out, so try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing can break me. No, no, nothing can break me. Try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna take a trip to Mars. Wir haben jetzt unsere Löcher von der Airline-Schiene auf die Regenrinne vom Bus vorgezeichnet. Jetzt bohren wir mal Löcher rein. Das tut, glaube ich, jedem weh, der so einen Bus hat, Löcher reinzubohren, aber muss sein. Wir haben einen kleinen Abstandshalter dabei an der Bohrmaschine, dass wir eben nicht durchs ganze Blech durch den Dachhimmel reinfahren in den Innenraum. Weil der Dachhimmel innen drin ist ja noch vorhanden, also noch montiert. Und dass der Bohrer beim Bohren nicht abhaut, nehmen wir einfach einen Nagel, einen Körner haben wir gerade nicht da, und senken das ein bisschen an. Nothing can break me. No, no, nothing can break me. Look at the beautiful stars. I wanna drive a faster car. Lay my troubles to rest. Blow the smoke through my cigarette. Wir haben jetzt die Regenrinne und die Airline-Schienen leicht angeraut und mit so einem Fett-Silikonlöser haben wir jetzt auch die Löcher nochmal, die wir da gerade gebohrt haben, gereinigt, und jetzt will man eben mit einem Rostschutz die Löcher einfach nur nochmal auspinseln, damit, wenn doch mal Wasser reingehen sollte, dass es nicht gleich zum Rosten anfängt. City lights looking fine, and I know this is my time now. Mit dem Vorbereiten der Regenrinne für die Airline-Schienen sind wir jetzt soweit durch. Der Rostschutz, der kann jetzt noch trocknen, und jetzt bereiten wir eben in der Zeit die Winkel vor. Die haben wir jetzt angeschliffen und auch mit diesem Silikon-Fettlöser sauber gemacht, und jetzt besprühen wir sie mit Hago-Liner Black. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. Unsere Vorbereitungen sind jetzt soweit fertig. Wir haben die Airline-Schiene hinten nochmal leicht mit einem 100er Papier angeschliffen, genauso die Regenrinne. Haben das dann schön sauber gemacht mit dem Silikonentferner. Und als nächster Schritt kommt der Karosseriekleber. Den tragen wir hier auf die Schiene auf, und dann kleben wir das oben in die Rinne rein und fixieren es gleichzeitig mit den Blindnieten. Man sieht im Internet ja verschiedenste Möglichkeiten, die Airline-Schienen auf dem Dach zu befestigen. Manche kleben nur mit so einem Kleber, andere machen es nur mit Schrauben, andere nehmen Kleber und Schrauben. Wir haben uns jetzt für die Kombination Kleber und Blindnieten entschieden, weil der Vorteil von Blindnieten einfach ist, die lösen sich oder können sich nicht lösen, wie es Schrauben eventuell tun könnten, und ist einfach eine dauerhafte Verbindung, und eigentlich soll die Airline-Schiene ja dauerhaft drauf bleiben. Also gibt es ja keinen Grund, die runterzumachen. Deshalb haben wir uns für Blindnieten entschieden und nicht für Schrauben. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out, so try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing can break me. No, no, nothing can break me. Try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at the beautiful stars. I wanna take a trip to Mars. Nothing can break me. No, no, nothing can break me.
drive a faster car. I'm gonna be myself. I'm gonna be someone. Die Airline-Schienen sind jetzt fest auf dem Dach verklebt und vernietet. Wir haben die lackierten Winkel schon mal ausgerichtet, wo sie dann später sitzen sollen. Kurz zu den Winkeln selbst. Die gibt es beim T4 Bastelbus im Shop auf seiner Homepage. Wir finden die sehr praktisch, weil sie sehr wenig aufbauen. Das heißt, der ganze Dachträger wird jetzt später mal sehr nah an der Dachhaut liegen, was wir optisch sehr schön finden. Noch dazu sind sie aus V2A-Stahl, das heißt, die tragen auch ordentlich Gewicht. Jetzt befestigen wir die Winkel mal mit den Fittingen auf der Airline-Schiene und dann geht es an den Grundträger selbst. I'm gonna be myself, I'm gonna be someone else. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I'm gonna be myself, I'm gonna be someone else. I'm gonna be myself, I'm gonna be someone else. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. Try not to hold me down, feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars, I wanna drive a faster car. Nothing can break me, no, no, nothing can break me. Try not to hold me down, feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars, I wanna take a trip to Mars. Nothing can break me, no, no, nothing can break me. Feeling so small, watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for sure. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. Wie man sieht, wir hatten einen kleinen Wintereinbruch. Aber die erste Etage von unserem Dachträger ist drauf. Nochmal zu den verschiedenen Systemen, wie man die Aluprofile befestigen kann. Es gibt Innenwinkel und es gibt Außenwinkel, die man eben sieht. Bei der ersten Etage haben wir das jetzt mit Außenwinkeln befestigt, weil man die optisch einfach von unten dann nicht sieht. Und jetzt eben für die zweite Etage, die noch drauf kommt, weil wir wollten eine Reling jetzt noch drauf machen, einfach aus optischen Gründen, benutzen wir jetzt die Innenwinkel, weil die erkennt man dann einfach von unten nicht. Dafür haben wir jetzt so kleine Abstandshalter, wo man dann die Reling drauf befestigen kann. It's just what I do when I'm out, so try not to hold me down, feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars, I wanna drive a faster car. Nothing can break me, no, no, nothing can break me. Try not to hold me down, feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars, I wanna take a trip to Mars. Nothing can break me, no, no, nothing can break me. Look at the beautiful stars, I wanna drive a faster car. Lay my troubles to rest, blow the smoke through my cigarette. City lights looking fine, and I know this is my time now. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make. Die Grundkonstruktion vom Dachträger ist jetzt fertig. Dadurch hat der Rudi sich auch ein bisschen optisch noch verändert. Entsprechend dem Look, den wir eigentlich anstreben, sehr positiv, müssen wir sagen. Und der Dachträger, muss man auch nochmal dazu sagen, ist sehr flexibel, dieses System mit diesen Nutenschienen. Wir können, oder eher Profilschienen, muss man ja sagen, wir können jederzeit Nutensteine einfügen oder nochmal extra Gewinde. Und dann können wir jederzeit Ringösen oder andere Sachen anbauen und dann eben alles dranhängen, was wir wollen. Genauso ist es mit der Fläche hier oben.
Je nachdem, was wir dann drauf bauen, können wir jederzeit hier nochmal zusätzliche Streben einziehen. Zum Beispiel für ein Dachzelt, wenn wir sicherlich noch 1, 2 mehr brauchen. Wir können eine Solarplatte drauf machen, wir können aber auch nur Dachboxen drauf machen oder eine Dachterrasse. Je nachdem, was wir vorhaben, was uns in nächster Zeit so in den Kopf kommt, können wir mit diesem System sehr, sehr gut umsetzen. Was auch noch oft gefragt wird, dieser Dachträger, dieser Selbstbaudachtträger ist eintragungsfrei, weil es eben als Ladung gilt und man es jederzeit mit wenigen Schrauben entfernen kann. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns doch das Abo da. Und einen Daumen hoch. Wäre eine schöne Bestätigung für unsere Arbeit, dann wissen wir, dass euch das gefällt, was wir machen und dass ihr das auch gern weiterhin sehen wollt. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Ciao. Mistake. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out, so try.